Hola und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute gibt es wieder ein Update zur aktuellen Lage in Kuba und es gibt einiges zu berichten. Kuba hat in den letzten Wochen mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen gehabt, aber es gibt auch neue Entwicklungen, die wichtige Impulse setzen. Also bleibt dran, um die neuesten Infos zu erfahren, die euch bei der Planung eurer Kuba-Reise oder bei eurem Interesse an der aktuellen Situation auf der Insel helfen können. Beginnen wir mit einem der wichtigsten Themen für alle Kuba-Reisenden, den Wechselkurs beziehungsweise auch die Einreisebestimmungen. Der informelle Straßenkurs liegt aktuell bei ca. 340 Peso pro Euro. Dieser Kurs ist in den letzten Wochen leicht gesunken, aber dann wieder gestiegen. Insgesamt bleibt er also stabil. Es lohnt sich, den Straßenkurs im Auge zu behalten, wenn ihr in Kuba Geld wechseln möchtet, da er oft deutlich günstiger ist als der offizielle Kurs. Auf den internationalen Märkten liegt der offizielle Wechselkurs bei 1:24, jedoch gilt in Kuba für Transaktionen ein offizieller Kurs von 120 Peso pro US-Dollar. Es ist wichtig, diesen offiziellen Kurs zu berücksichtigen, wenn ihr beispielsweise mit US-Dollar in Kuba bezahlt oder tauscht bzw. Geld vom Konto abheben wollt. Für diejenigen, die immer up-to-date bleiben möchten, gibt es die Plattform El Toque, die aktuellen Straßenkurse anzeigt. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr 2025 nach Kuba reisen wollt, gibt es einige wichtige Änderungen. Zollangaben müssen wie gewohnt vorab über die Plattform de Viajeros online ausgefüllt werden, um einen reibungslosen Ablauf bei der Einreise zu gewährleisten. Oder ihr benötigt besser gesagt, eine Touristenkarte, die als Visum dient. Diese muss allerdings online beantragt werden und ab 2025, also Mitte des Jahres, wird das System über evisacuba.cu laufen. Achtet also darauf, diese rechtzeitig zu erledigen. Eine Auslandskrankenversicherung ist obligatorisch und sie sollte idealerweise auf Spanisch ausgestellt sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Wichtig, denkt dran, dass euer Reisepass mindestens 6 Monate über die geplante Reise hinaus gültig sein muss. So seid ihr auf der sicheren Seite. Ein positives Signal für den Kuba-Tourismus. Die spanische Fluggesellschaft Iberojet wird ab Juni 25 wieder Direktflüge zwischen Madrid und Santa Clara anbieten. Diese neue Verbindung bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit für Reisende, die Zentralkuba entdecken möchten, mit Cayo Santa Maria und anderen Highlights in der Nähe. Ab dem 20. Juni 2025 werden wöchentliche Flüge von Madrid zum Flughafen Santa Maria in Santa Clara durchgeführt. Diese Route ist ideal für Touristen, die Kuba auf eine weniger überlaufene Weise erleben möchten, abseits der traditionellen Touristenorte. Santa Clara ist das perfekte Tor zu vielen der bekanntesten Reisezielen Kubas. Cayo Santa Maria mit seinen weißen Sandstränden und dem türkisblauen Wasser ist nur 1,5 Stunden entfernt. Auch Cienfuegos und Trinidad, zwei UNESCO-Weltstädte, sind schnell zu erreichen. In Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter Holyjet bietet Iberojet auch Paketangebote an, die Flüge, Unterkunft und Aktivitäten kombinieren. Santa Clara soll so als zentraler Ausgangspunkt für Rundreisen durch Kuba etabliert werden. Eine politische Entscheidung, die große Auswirkungen auf Kuba hat, betrifft die Rücksetzung des Landes auf die Liste der staatlichen Unterstützer des Terrorismus durch US-Präsident Donald Trump. Diese Maßnahme hat nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen, sondern auch diplomatische Spannung zur Folge. Trump widerrief die Entscheidung von Joe Biden, Kuba von dieser Liste zu streichen.
Dies geschah wenige Tage nach der Freilassung von 130 politischen Gefangenen durch Kuba, was als Zeichen einer Annäherung zwischen den beiden Ländern galt. Doch Trump kehrt diese Fortschritte um, was sowohl in Kuba als auch international auf starke Kritik stieß. In Kuba wurde oder die Entscheidung scharf verurteilt. Außenminister Bruno Rodriguez bezeichnete sie als politisch motiviert und als Teil einer ja, feindlichen US-Politik. Präsident Miguel Díaz-Canel nannte den Schritt einen grausamen Wirtschaftskrieg gegen Kuba, der die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage weiter verschärfen werden. Durch diese Maßnahme werden erneut harte Sanktionen verhängt, die den Zugang zu internationalen Finanzinstituten erheblich einschränken und den Handel mit anderen Ländern erschweren wird. Diese Entscheidung könnte die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung weiter verschlechtern. Der Tourismus in Kuba hat 2024 einen dramatischen Rückgang verzeichnet. Nur 2,2 Millionen Besucher wurden gezählt, was den niedrigsten Stand seit 17 Jahren darstellt. Der Rückgang von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr hat viele Ursachen, darunter wirtschaftliche Probleme, die Energiekrisen und US-Sanktionen, die den internationalen Reiseverkehr behindern. Besonders die Besucherzahlen aus Spanien, Italien und den USA gingen zurück. Aber Russland und Mexiko verzeichneten leichte Zuwächse, was darauf hindeutet, dass Kuba nach wie vor für Reisende aus bestimmten Ländern attraktiv bleibt. Trotz der Herausforderungen plant Kuba ab Mitte 2025 das elektronische Visumsystem, also E-Visa, als alleiniges System einzuführen und die Papiertouristenkarte abzuschaffen, um den Zugang für internationale Besucher zu erleichtern und den Tourismussektor zu stabilisieren. Ja, ab dem 1. Februar 2025 gibt es Änderungen in den ja, Autovermietungsbedingungen für Touristen in Kuba, die von der staatlichen Autovermietung Transtour eingeführt werden. Ähm, Mindestfahrerfahrung. Je nach Fahrzeugkategorie gibt es unterschiedliche Anforderungen. Für Sportwagen der Marke Rex mindestens 3 Jahre Fahrerfahrung, für Luxusfahrzeuge der Marke Rex mindestens 2 Jahre Fahrerfahrung, für alle anderen Fahrzeuge mindestens 1 Jahr Fahrerfahrung. Ja, Fahrzeugversicherung wäre noch ein Thema. Wie bisher müssen Reisende eine Fahrzeugversicherung abschließen, deren Kosten zwischen 10 und 30 US-Dollar pro Tag liegen, je nach Fahrzeugkategorie. Kuba weitet die Nutzung des US-Dollars im Einzelhandel aus, um die wirtschaftlichen Engpässe zu überwinden. Diese Entscheidung soll insbesondere den Devisenmangel bekämpfen, birgt aber auch Herausforderungen. Ab Februar 2025 können mehr Geschäfte in Kuba US-Dollar als Zahlungsmittel akzeptieren. Diese Maßnahme soll die Devisenversorgung ja, verbessern und private Importe erleichtern. Kritiker warnen vor einer zunehmenden Abhängigkeit von ausländischen Währungen und einer ja, verstärkten sozialen Ungleichheit, da viele Kubaner weiterhin keinen Zugang zu US-Dollar haben. Ein umstrittener Schritt ist die geplante Einrichtung eines Migrantenlagers oder Haftlagers auf dem US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay. Dies wird international und von der kubanischen Regierung stark kritisiert. US-Präsident Trump plant, bis zu 30.000 Migranten in Guantanamo zu internieren. Die kubanische Regierung verurteilt dies als Verletzung des internationalen Rechts und als weiteres Zeichen feindlicher US-Politik gegenüber Kuba. Menschenrechtsorganisationen und die kubanische Regierung kritisieren diese Maßnahme als einen weiteren Angriff auf die Rechte der Migranten und als rechtsfreien Raum für Inhaftierte. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch einmal auf meinen Online-Shop Der letzte Westkubaner hinweisen. Wenn ihr nach ja, besonderen kubanischen Produkten sucht oder auch euch auf eure Reise nach Kuba vorbereiten wollt,
Dann schaut unbedingt mal vorbei. In meinem Shop findet ihr Cubita-Kaffee, verschiedene Rumsorten wie den Varadero Rum, den Havana Club oder bald auch mehr. Außerdem biete ich Reiseschutzversicherung an, perfekt für alle, ja, die eine Reise nach Kuba planen oder für diejenigen, die jemanden aus Kuba nach Deutschland einladen möchten. Jeder Einkauf unterstützt mein Projekt und hilft mir weiterhin, solche Inhalte zu erstellen. Also schaut gerne mal vorbei auf www.derletztewestkubaner.de. Den Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euren Besuch. Das war's für heute. Ein umfassender Überblick über die aktuelle Lage in Kuba. Wir haben die wichtigsten Entwicklungen behandelt, von Wechselkursen über Tourismus bis hin zu den neuesten politischen Entscheidungen. Ich hoffe, diese Infos waren hilfreich für euch. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Hasta luego, bis zum nächsten Mal. Saludos, ciao.